drehst du jetzt total durch, oder was? Im Gegenteil. Hier komme ich erst richtig zu mir. Hey, das ist keine Aspirin, das ist Ecstasy. Weißt du eigentlich, was du da machst? Wissen Sie, diese Verbindung hat auch ihre Vorteile. Carla muss sich jetzt keine Sorgen mehr um die Öffentlichkeit machen. Wir sollten am besten nicht erwähnen, dass wir uns hier getroffen haben. Ja, klar. In puncto Kindererziehung scheint ihr euch ja bereits blendend zu verstehen. Vielleicht solltet ihr mal über Kinder nachdenken. Ich frage mich wirklich langsam, mit wem du verheiratet bist. Du kannst dir doch nicht einfach so eine Pille schmeißen. Du hast recht. Einfach so wäre ein bisschen trocken. Darf ich? So. Schön. Bitte. Was soll das? Willst du mir damit ein schlechtes Gewissen machen? Nein. Ich bin dir dankbar. Na, das habe ich doch von dir gelernt. Im Leben geht es vor allem darum, Spaß zu haben, oder? Scheißegal, auf wessen Kosten. Willst du mit mir tanzen? Muss die Deckung hochnehmen. Genau. Schön, schön, schön. Weiter. Pass auf. Genau. So, und jetzt gib noch mal alles. Komm. Sauber. Feste, 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 feste. Schlag zu. Sauber. Schön. Noch. Gib alles. Sauber. Das war's für heute. Schön. Bin schwer beeindruckt. Dankeschön. Tja, wenn Moritz so weiter trainiert, dann brauche ich beim nächsten Training den Kopfschutz. Jetzt ab unter die Dusche. In dem Jungen habe ich mich wohl getäuscht. Cecile und du. Warum habt ihr mir nur verschwiegen, dass ihr euch weiter um Moritz kümmert? Ich meine, dachtet ihr, ich hätte was gegen den Jungen, oder? Lass uns den Vorfall doch einfach vergessen. Moritz hat deine Entschuldigung angenommen. Ja, wer weiß, wie oft der Junge schon ungerecht behandelt worden ist. Und ich habe meinen Ärger über euch an ihm ausgelassen. Entschuldige. Ich weiß, wie sehr du Heimlichkeiten hast. Ich hätte dir unbedingt sagen müssen, dass wir Moritz mit aufs Schloss gebracht haben. Ja, dann werde ich wohl noch mal mit Cecile reden müssen. Das alles erinnert mich zu sehr an Hannah. Sie war doch die große Liebe meines Lebens. Genau, Schwesterchen, genau das wollte ich hören. Ah. Ja, danke, Beinbach. Danke für die Unterstützung. Endlich mal was richtig gemacht. Ja, bitte? So gut gelaunt? Was führt dich denn zu mir? Neuigkeiten aus Singapur? Ich habe von dem Brunch auf Königsbrunnen morgen gehört, mit anschließender Weinverkostung. Ja, alljährlicher Empfang für Führungsetage und besondere Geschäftspartner. Das wäre doch ein Grund, den Kreis um eine wichtige Geschäftspartnerin des Hauses zu erweitern, oder? Ach, ich bitte dich. Reine Kontaktpflege, jedes Jahr dieselben Gäste. Und seit wann stört dich der Kontakt mit mir? Ich fürchte nur, du überschätzt dich. Das sehe ich anders. Das mag schon sein, aber ich fürchte, für diesen Empfang fehlt dir doch die Klasse. Du irrst dich. Und weißt du was? Gerade weil ich Klasse habe, sage ich dir nicht, wie deplatziert deine Bemerkung ist. Wir sehen uns. Und? Hast du Moritz gefunden? Ja. Wir haben sogar schon die nächste Lektion im Ring hinter uns gebracht. Es hat ihm gut getan, sich etwas abzureagieren. Johannes war ja auch ganz schön ungerecht zu ihm.
Naja, dafür hat er sich doch längst entschuldigt. Wirklich? Ja, ein Stallbursche hat gebeichtet. Er hat wohl nach dem Füttern die Tür von Lancelots Box nicht richtig abgeschlossen. Ach so. Dann blieb Johannes gar nichts anderes übrig. Er konnte es doch gar nicht wissen, als er mit Moritz gesprochen hat. Dann hat er seinen Fehler eingesehen? Naja, er hat zugegeben, dass Moritz nur den Ärger bei uns auswarten musste. Der arme Felix. Wahrscheinlich will sich keiner mehr mit ihm unterhalten. Ganz schön mies, was er und Robin mit dir durchgezogen haben. Der soll ruhig noch weiter mit seinen Steinen spielen. Davon hat er mehr Ahnung als von Frauen. Naja, selbst die Steine machen nicht das, was Felix will. Coco, willst du nicht mal was Cooles nachlegen? Mega geil. Was ist jetzt, DJ? Lass mal, das wird langsam kühl. Nur weil du faul in der Ecke sitzt. Mann, wir können doch die Party in den Club verlegen. Ja, du mischt ein paar Cocktails und du legst deine neue Kreation auf und ich hab so Lust auf Party. Ja, also an mir soll es nicht liegen. Von mir aus. Sag mal, kommst du auch noch mit? Anna bringt es wirklich fertig und schmeißt sich noch mehr Pillen ein. Ich rede mit ihr. Lass sie. Soll ich etwa zusehen, wie sie sich abschießt? Nico, wenn du da jetzt hingehst, schmeißt sie sich extra noch ein paar Pillen rein. Sie hört einfach nicht mehr auf uns. Komm schon, jetzt sei kein Spielverderber. Und erst recht nicht in dem Zustand. Frau Thoma, guten Tag. Macht Ihr Projekt mit Gräfin Lahnstein Fortschritte? Nicht wirklich. Wir haben beschlossen, das Projekt abzubrechen. Und ich dachte, Sie würden gerne eine längerfristige Zusammenarbeit anstreben. Ja, aber inzwischen sind wir zu einer anderen Einschätzung gelangt. Evelyn, gut, dass Sie da sind. Wir müssen uns noch die nächsten Schritte für unser Projekt überlegen. Natürlich. Gehen wir in mein Büro? Ganz ruhig, Lancelot, ganz ruhig. Das war heute ein aufregender Tag für dich, hm? Ja, aber du musst trotzdem etwas fressen, Lancelot. Hm? Ja, ich weiß, von Cecile würdest du dich lieber überzeugen lassen. Versteht sich besser auf störrische Jungs als ich, hm? Ja. Möchte doch nur, dass es dir an nichts fehlt. Ohne dich hätte ich Cecile nie richtig kennengelernt. Hm? Ja. Probier's mal damit. Was habe ich gesagt? Was hat sie gesagt? Wir beide, wir haben uns gerade über störrische Jungs unterhalten. Wenn du nur ab und zu auf mich hörst, sind wir doch ein gutes Team, oder? Jana kann ja überhaupt nicht mehr stillsitzen. Na, kein Wunder. Coco, deine Musik ist zwar total hip, aber ich muss zwischendurch trotzdem mal eine Pause einlegen. Du bist doch nicht auf dem E-Trip. Glaubst du wirklich? Na klar, so wie die aufdreht. Hey, rede du doch mal mit ihr. Vielleicht hört sie auf dich. Ach, auf einmal machst du dir Gedanken. Dabei hast du doch Jana so weit getrieben. Als du ihr den Freund ausgespannt hast, hat es dich ein Dreck gekümmert, wie es ihr geht. Es hat uns beide erwischt. Das ist einfach so passiert. Und wo ist dein toller Freund überhaupt? Auf dem Klo. Typisch Andi. Immer wenn es drauf ankommt, verpisst er sich. Und im Gegensatz zu euch lasse ich Jana jedenfalls nicht im Stich. Genau das macht mir Sorgen. Der Tipp, täuscht eine Schwangerschaft vor, kam doch von dir. Wie auch immer. Wenn du die Wahrheit nicht vertragen kannst, dein Problem.
Hey, Jana! Wollen wir nicht auch langsam den Abflug machen? Was? Jetzt, wo es so lustig ist? Jana, du wolltest doch noch meinen neuesten Cocktail probieren, oder? Genau. Ja, dann viel Spaß noch. Kennst du schon meinen besten Trick gegen Trauer? Lachen. Es hilft Wunder. Ohne Scheiß, das ist wissenschaftlich erwiesen. Also so klappt das nicht. Versuch's doch mal so. Und fährst du gleich zurück nach Zürich? Nein, ich werde dort im Moment nicht gebraucht. Ich hatte ja eigentlich etwas mehr Zeit eingeplant, um unsere Auktion hier vorzubereiten. Möchtest du... Ich meine, vielleicht könnten wir uns in den nächsten Tagen noch mal sehen. Ich halte das für keine gute Idee. Der Aufzug ist noch genauso lahm wie früher. Hallo? Hallo. Und auf Wiedersehen? Ich habe unsere Zusammenarbeit trotzdem genossen. Auch wenn sie nur sehr kurz war. Falls du es dir doch noch anders überlegst. Meine Nummer hast du ja. Ja. Aber rechne nicht mit meinem Anruf. Egal, was ihr mir da erzählt, da läuft doch irgendwas. Ich bin so froh, dass wir endlich in Ruhe über alles reden können. Herr Graf? Ja. Hätten Sie kurz Zeit, mit mir die Gästeliste für morgen durchzugehen? Oh, ich vertraue da ganz auf Ihre Erfahrung, Frau Kepler. Bis auf Frau Jones erwarten wir die gleichen Gäste wie im vergangenen Jahr. Sehr wohl. Ja, nun zu uns beiden. Danke, dass du eben von dir aus auf mich zugegangen bist. Immerhin hast du den ersten Schritt gemacht. Leonard hat mir erzählt, dass du dich bei Moritz entschuldigt hast. Ja, das war ja nun das Mindeste, was ich tun konnte. Trotzdem, wir hätten ihn nicht aufs Schloss holen dürfen, ohne dir Bescheid zu sagen. Ja, aber Cecil, ich habe doch völlig überreagiert. Bitte verzeih mir. Schon passiert. Ich weiß auch nicht, was da plötzlich in mich gefahren ist. Ich hatte auf einmal das Gefühl, ausgeschlossen zu sein. Das ist einfach kindisch. Ich weiß doch, dass ich dir vertrauen kann. Entschuldige bitte meine unsinnige Eifersucht. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Musik ins Glas. Hey, was gibt's denn zu feiern? Dafür braucht man doch keinen Grund, Bruderherz. Felix, mach ihm auch mal einen Cocktail. Er kann meinen haben. Sag mal, warum sind denn heute alle so träge? Hauptsache, dir geht's besser. Hast du dich mit Nico vertragen? Ja, alles geklärt. Ab jetzt wird mein Leben nur noch genossen. So. Und? Alkohol? Na, und es schmeckt doch geil. Lass mich mal probieren. Wirklich lecker. Ich glaube, du hast genug getrunken. Weißt du, mein Bruder sieht das alles immer so moralisch. Gute Nacht allerseits. Da ist so ein bisschen Knutschen einfach nicht drin. Und? Hast du dich mit Vater ausgesprochen? Er hat sich entschuldigt. Aber wir haben auch einen Fehler gemacht. Ja. Es war wohl keine besonders gute Idee von mir, Moritz mit dir herzubringen. Das ist nicht das Problem. Aber wir hätten das alles nicht hinter Johannes Rücken machen dürfen. Ich kann seine Vorwürfe schon verstehen. Und wie soll es jetzt weitergehen? Mit Moritz meine ich.
Ganz einfach. Wir kümmern uns ab sofort nicht zu zweit um ihn, sondern zu dritt. Ich kann Johannes nicht ausschließen, er ist mein Mann. Danke, dass du mich daran erinnerst. Guten Abend. Guten Abend. Oh, ich komme wohl schon wieder unpassend. Naja, vielleicht weiht ihr mich ja diesmal rechtzeitig in eure Geheimpläne ein. Ja, pass auf, wir haben uns was überlegt. Und zwar, vielleicht könntest du das nächste Mal mit Moritz trainieren. Naja, ob er da länger als eine Runde durchhält. Bestimmt, aber wenn du Angst hast, kannst du mit ihm auch in den Zoo gehen. Wie vorbildlich. Der Chef ist wie immer der Letzte im Haus. Anscheinend hier nicht ganz. Ich war heute sehr erfolgreich und dafür hole ich mir jetzt meine Belohnung. Als dein wichtigster Geschäftspartner gönne ich dir natürlich jeden Erfolg. Ich habe heute einige pikante Dinge rausgefunden. Du machst mich neugierig. Ich glaube, für dich ist es nichts Neues. Du warst ja bei der Hochzeit deines Vaters dabei, als Evelyn Thoma für einen kleinen Skandal gesorgt hat. Ja, und diese Unverschämtheit hat ihre Karriere bei der Landschirm Holding abrupt beendet. Ja, sehr geschmacklos zu behaupten, sie sei nicht nur Carlas Assistentin, sondern auch ihre Geliebte gewesen. Umso erstaunlicher, lieber Ansgar, dass du sie in den letzten Wochen so protegierst und wieder mit Carla in Verbindung gebracht hast. Absurd. Versuch nicht zu bluffen, ich habe meine Quellen. Warum hätte ich das denn tun sollen? Um Beweise gegen Carla zu bekommen? Ich bewundere deine Fantasie. Dein Vater wird Carla nur schwer verzeihen, wenn er nach der Scheinhochzeit von ihrer Homosexualität erfährt. Und du bist deinem Ziel, Nachfolger in der Holding zu werden, ein ganzes Stück näher gekommen. Habe ich was Falsches gesagt? Cecile, ich habe geträumt. Na, hoffentlich kein Albtraum. Nein, im Gegenteil. Ich habe von uns und unserem Kind geträumt. Es war bestimmt ein schöner Traum. Du kannst dir also immer noch vorstellen, ein Kind mit mir großzuziehen? Obwohl ich Moritz so unfair behandelt habe? Ich freue mich darauf. Hast du geglaubt, dieser kleine Streit könnte uns auseinanderbringen? Du bist nicht nur die schönste Frau, die ich kenne, du bist auch das Beste, was mir je passieren konnte. Jana, hast du zufällig meine Uni-Unterlagen gesehen? Jura? Ja, was denn sonst? Soweit ich mich erinnern kann, habe ich die unter mein Kissen getan. Wäre doch cool, wenn man tatsächlich während dem Schlaf lernen könnte. Oh. Sehr witzig. Ich will mal in der Küche suchen. Robin hat da letztens Altpapier gestapelt. Noch witziger. Morgen. Sag mal, wegen gestern Abend. Kannst du dich eigentlich dann noch an irgendwas erinnern? Ja. Ganz genau sogar. Weißt du, gute Küsse vergisst man eben nicht so schnell. Du bist ja richtig schüchtern. Hauptsache, wir hatten Spaß. Herr von Hochstaden, Frau von Hochstaden, die junge Dame wird Ihnen die Garderobe abnehmen. Frau von Anstetten behauptet, Sie hätten sie eingeladen. Ich kümmere mich drum. Ich hätte gedacht, ich hätte mich klar ausgedrückt. Mhm. Und du hast jetzt geglaubt, du wirst mich so schnell los? Was willst du denn jetzt tun? Vor mir auf die Knie gehen und betteln? Das nicht gerade.
Aber ich dachte, wenn du nicht mit mir sprichst, wende ich mich an deinen Vater. Ich glaube kaum, dass der Zeit für dich hat. Wenn ich ihm von Carlas lesbischen Geheimnis erzähle, glaube ich ganz bestimmt, dass er mir zuhört. Was kann ich denn dafür, wenn mir Jana plötzlich um den Hals fällt? Mann, Felix, gib's doch zu. Darauf hast du es doch abgesehen. Du hast sie wahrscheinlich noch abgefüllt. Ach, Schwachsinn. Sie hat doch kaum was getrunken. Ich hab ehrlich keine Ahnung, was Jana da hatte. Es gibt schließlich auch noch andere Möglichkeiten, Spaß zu haben. Felix, bau deinen Frust wegen Coco woanders ab, ja? Meine Schwester ist nichts für eine Nacht, verstanden? Ach, bei Coco hattest du doch auch keine Probleme damit, hä? Das ist sowas ganz, ganz anderes. Ey, jetzt bleib mal cool, ja? Selbst wenn ich es gewollt hätte. Du traust deiner Schwester doch kein One-Night-Stand zu, oder? Felix, ich warne dich. Lass deine Griffe von meiner Schwester, okay? Nein, es ist alles in Ordnung, danke schön. Ansgar, du musst mich unbedingt jemandem vorstellen. Was macht sie denn hier? Habe ich irgendwas verpasst? Ich bin mir sicher, die arbeiten sehr eng zusammen. Nico, bleib doch noch ein bisschen. Ich kann mir wirklich ein cooleres Ambiente vorstellen. Also, viel Spaß noch. Tschüss. Ich fürchte, ich werde ihr nie standesgemäßes Auftreten beibringen. Na, hoffentlich. Frau von Anstetten verfügt übrigens über ausgezeichnete Kontakte nach Asien. Klingt sehr interessant. Vielleicht können wir uns später ausführlicher unterhalten. Ganz bestimmt. Danke für die Einladung. Ehrlich gesagt fühle ich mich eigentlich schon fast wie zu Hause. Jana, ich muss in die Uni. Kannst du abschließen? Wieso sind die anderen schon weg? Ja, das ist aber kein Problem. Den Schlüssel kannst du einfach in den Briefkasten werfen gleich, ja? Wartest du noch ganz kurz? Was gibt's denn noch? Vielleicht sollten wir die Situation nutzen. Wir zwei. Schlaf mit mir. Und so geht es weiter. Was ist das denn? Du klaust du deine Ex-Freundin. Du kannst dir ja neue Platten kaufen, wenn du willst. Du bist echt das Allerletzte. Was ist denn hier los? Mann, jetzt hilf mir doch mal! Solltest du allerdings beabsichtigen, durch meine Stiefmutter Zugang zu Königsbrunn zu bekommen, dann Nichts liegt mir ferner.